Einfahrt-Tiefgarage. Wollen wir da hin oder? Weiß ich nicht. Wir brauchen einen. Fahren wir direkt Wir vor? fahren jetzt hier direkt vor. Hallo. Ja. Wir fahren Model 3. Ja, Was willst du denn, du Vogel? genau. So. Und lässt du jemanden den wegfahren? Nein. Oder? Nein. Nein. So, und er zeigt jetzt an, das ist ja immer ganz wichtig, um zu sehen, wie gut sind eigentlich die Berechnungen, dass ich in Weimar am Ramada Hotel bei 14% ankomme. Mann, Ruhe hier! Los geht's. Das ist echt super hier mit dem Ladekabel, mit dem Knopf. Ich muss nicht reingehen ins Auto oder die App nehmen zum Entriegeln. Super, freue ich mich, dass ich den gekauft habe. Drinking champagne on the beach of Malibu. Cruising down the boulevard, kissing in the backseat of the car, making love under the stars. How would you like to be satisfied with me? So, der erste Roadtrip mit dem Model 3 Performance. Ich freue mich total und ich nehme euch mit. Was steht an? Ich fahre zum Nürburgring und zwar zu den ersten Einstellungsfahrten 2022. Erst fahre ich nach Weimar, das ist so die erste Tour. Dort wird dann geparkt bzw. geladen am Supercharger im Hotel Windhin, Ramadan Windhin. Danach geht es nach Limburg, dort hole ich meinen besten Freund Ralf ab und dann fahren wir gemeinsam ins Dorint Hotel am Nürburgring, direkt an der Grand Prix Strecke. Da werden wir uns schön ein kaltes Bierchen aufmachen und mal schauen, wie es so ist mit den Einstellungstagen. Mann, Ruhe hier! Ja, meine Fragen heute natürlich, ja, meine erste Fahrt über eine längere Strecke. Es gibt ja immer dieses Thema Reichweitenangst. Die habe ich ein bisschen, nicht doll, aber ich bin mal sehr gespannt. Kann ich 120 fahren? Kann ich 200 fahren? Wie schnell geht dann der Strom weg? Wie lange reicht das Ganze? Wie werde ich informiert vom Navigationssystem? Ja, irre spannend für mich natürlich, für euch auch, wenn ihr so eine erste Fahrt macht. Dann wird jetzt gar nicht mehr gequatscht. Auf geht's. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt dem Video oder ein Abo dalasst. Dann seid ihr immer informiert, was es Neues auf Drive for Fun gibt. Und da gibt es in der Zukunft eine ganze Menge. Und ja, ich freue mich. Also, fahren wir los. Gut, dann gehen wir mal das Navigationsziel ein. Ramada bei Windham, Weimar. Okay, 2 Stunden 31, 262 Kilometer. Wir haben 100% im Akku und würden damit theoretisch 492 Kilometer weit kommen. Das gucken wir jetzt mal, wie das ist, mit welchen Geschwindigkeiten. Heizung habe ich momentan ausgeschaltet. Die geht jetzt auf 20 Grad. Sitzheizung und Co. sind aus. Und die Außentemperatur liegt jetzt ja, bei 8 Grad. Von der Ladestrategie ist immer empfehlenswert, so ein Bereich zwischen 20% und 80%. Weil wenn ihr von 80 bis 100% ladet, das dauert so lange, das lohnt sich nicht. Also macht man von 20 bis 80%, steht dann nicht so lange, weil das ist absolut unverhältnismäßig und steht überhaupt nicht in der Relation, wenn man nochmal diese letzten 20% bis 100% voll macht. Bis 100, bist du mal still, wenn ich rede? Alterchen. Bis 100 sollte man sowieso nicht oft laden, es sei denn, man fährt gleich los. Also ich habe jetzt meine Easy Wallbox so eingestellt, dass kurz vor Abfahrt das Model 3 auf 100% geladen ist und bin ja dann gleich losgefahren. Aber mit 100% stehen sollen die Tesla nicht. Das ist ein bisschen anders beim LFR-Akku. Den soll man sogar öfter mal wegen des BMS. Das BMS ist also das Battery Management System. Den soll man wegen Kalibrierung auch öfter mal auf 100 laden. Bei den anderen Akkus von Panasonic und Co. soll das nicht sein.
Da ist eigentlich immer so eine Ladestrategie, wenn ihr ihn zu Hause an der Wallbox habt, ja, so zwischen 20 und 80%. Manche machen auch nur bis 70%. Das schont halt den Akku auf lange Zeit gesehen. Gerade am Anfang, so von 20 bis 50%, habt ihr sehr hohe Ladeströme. Später dann durchs Lademanagement geht es runter. So, wir sind auf der Autobahn. Wetter nicht so schön heute in Berlin und Brandenburg, etwas diesig. Bis Weimar soll es so bleiben. Aber dann Richtung Westen, Richtung Frankfurt, dann Limburg und dann beim Nürburgring soll es am Wochenende sehr schön werden. Und das ist klasse. So, jetzt haben wir hier nicht den Autopiloten, aber den Tempomaten eingestellt. Hier ist 120. Schildererkennung ist auch noch so ein Ding. Gibt es in vielen Foren massive Kritik, dass die Schildererkennung selten zuverlässig funktioniert. Gerade wenn es Tempobegrenzungen sind, die oben beispielsweise angebracht sind, erkennt er das nicht gut. Elon Musk hat ja angekündigt für März ein großes Update, das sich vor allen Dingen auch um die Geschichte mit der Schildererkennung kümmern soll. So, und er zeigt jetzt an, das ist ja immer ganz wichtig, um zu sehen, wie gut sind eigentlich die Berechnungen, dass ich in Weimar am Ramada Hotel bei 14% ankomme. So, knapp eine Stunde gefahren, 97 Kilometer beim Verbrauch von 22,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer oder 222 Wattstunden auf den Kilometer. Ich bin im Schnitt so zwischen 120 und 140, 150 gefahren. Habe 2-3 Mal ein bisschen Gas gegeben. Da wollten irgendwie Menschen nach mir schnappen und sind ganz dicht hinten aufgefahren. Dann habe ich mal Gas gegeben. Herrlich. Und weg waren sie. Dann kann man sich das hier ganz schön anschauen. Hier habt ihr ja den normalen Verbrauch, wo man jetzt aktuellen Verbrauch 25 oder auf 10 Kilometer berechnet, sich anschauen kann. Aber interessant ist hier diese Tripkurve. Das heißt, ihr habt hier unten den normalen Verlauf, der am Anfang prognostiziert war. Und hier die grüne Kurve zeigt im Prinzip an, ja, dass ihr sparsam gefahren seid und unter dieser oder über dieser Kurve im Prinzip letztendlich liegt. Es sind noch 70 Kilometer im Akku. Das wäre noch nach Berechnung eine verbleibende Restreichweite von 346 Kilometer. Und durch diese ja doch sehr defensive Fahrweise, also für mich ist so 120, 130 relativ langsam, können wir mal gleich auf 130 gehen, sind wir von den 15% vorhin auf 22% gekommen. Und die Schildererkennung arbeitet halt nicht perfekt. Er zeigt an freie Geschwindigkeit. Hier war gerade eben ein Schild 120 km/h, wird nicht angezeigt, sieht er nicht. Da ist echt Handlungsbedarf. Und ich habe es vorhin gesagt, das wäre natürlich super, wenn da ist ein Blitzerchen, Hallöchen, wenn es hier ein Firmware-Update gibt, was vielleicht das Ganze deutlich verbessert. Deutlich verbessert, muss ich ehrlich sagen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich melde mich später wieder. So, ich habe ein kleines Päuschen gemacht, bin jetzt 177 Kilometer weit gekommen in 1 Stunde 41 und das bei einem Verbrauch von 207 Wattstunden Kilometer, also 20,7 Kilowatt. Das ist, denke ich, ganz vernünftig. Wenn wir uns hier die Ladekurve bzw. die Verbrauchskurve ankommen, haben wir noch 50% im Akku. Das bedeutet 246 Kilometer theoretische Reichweite. Und würden ankommen in Weimar bei 29%. Ich muss sagen, man fährt
Und ihr wisst ja, dass ich absoluter Anfänger bin. Das ist meine erste längere Tour mit dem E-Auto. Meine erste längere Tour mit meinem Tesla. Man fährt anders. Jetzt noch rechts auf die Auffahrt A9 fahren. Das mache ich gerne. Man fährt einfach ein bisschen entspannter. Man fährt aber auch sparsamer. Ja, man tuckelt so ein bisschen durch die Gegend. Ein-, zweimal habe ich Gas gegeben, aber auch nicht besonders viel, bis 170, 180. Aber es ist durchaus gemütlich. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, das stört mich jetzt total. Ich muss hier unheimlich drauf achten. Immerhin habe ich jetzt noch 29%, wenn ich ankomme. Also ich könnte da sicherlich noch ein bisschen was drauflegen, eine Schippe. Das mache ich jetzt auch mal. Reichweitenangst, die ich am Anfang hatte. Angst ist ein bisschen zu viel gesagt. Aber ja, man weiß halt nicht, wie funktioniert. Die ist mehr oder weniger weg. Das wird hier von Tesla echt toll gemanagt. Die einzelnen Angaben. Hier zum Beispiel mit diesem Ladestrich, da bin ich jetzt drüber, ich komme mit 28% an. Das ist super. Und Restreichweite hat er jetzt theoretisch noch 241 Kilometer. Ja, super. Und es macht halt auch Riesenspaß. Ja, es macht Riesenspaß. Ich gucke mal in die Navigation. Noch 46 Minuten, 80 Kilometer. Und mit 28% kommen wir an. Und da jetzt aufgehoben ist tatsächlich, geben wir mal Gas. Das ist schon gut. Das ist natürlich nicht die Domäne von E-Autos oder vom Tesla. Jetzt Beschleunigung von 100 auf 200 oder in dem Fall jetzt auf 223. Aber dennoch ist es schnell. Ist nicht schwammig, macht großen Spaß. Wenn ich jetzt mal auf die Ladekurve gehe, hier auf den Verbrauch, hier guckt mal, wie das hochgeht, wenn man Vollgas gibt. Ja, klar. Okay, ihr Lieben. Ich melde mich wieder kurz vor der Ankunft. Die erste kleine Etappe von Berlin nach Weimar ist ja eine kurze Etappe. Geschafft. Noch 2 Minuten, 800 Meter. Dann sind wir am Hotel und gleichzeitig am Supercharger. Ich habe gerade geguckt, das seht ihr hier, die 3. 100 Metern in den Kreisverkehr Jawohl. fahren und die erste 6 Auffahrt Plätze hat hier der Supercharger, 3 sind frei. Hoffen wir mal, dass wir AB-mäßig einen bekommen, aber logisch bekommen wir. So, wir haben da einen, der ist da dran. Also der ist da dran, der ist da, der ist da. Nutzt alles nichts, dann nehmen wir den. Haben wir nicht so viel Ladeleistung, brauchen wir jetzt aber nicht, denn es geht ja morgen erst weiter. So, so. Zack, vielleicht ist er ja schon fertig mit Laden, das werden wir gleich sehen. Tütütüb. Ja, komm. So, reicht. Okay, schauen wir uns mal das Ganze an. Also als allererstes hier die Berge, das ist dann halt Gas geben. Hier ist auch dann teilweise, wenn es bergauf ging, hier war eine Phase, da ging es bergab. Dann vom Trip her mit 21% bin ich angekommen. Will heißen, Trip A 263 Kilometer, 57 Kilowattstunden und 21,8 Kilowattstunden Verbrauch. Das hätte ich deutlich geringer machen können. Durch meine kleinen Gasgeberaktion ist es bei 21,8. Finde ich aber super. Und morgen gibt es dann eine längere Tour und dann auch zum Nürburgring. Bin ich sehr gespannt, wie das sein wird.
Let's just take a ride along the bay. We don't need to work, we can sit. Dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier? Okay, 64 Kilowatt, das ist wenig. Dankeschön. Nö, er lädt nur ein bisschen langsam. Mit 60 Kilowatt, da müsste eigentlich bei 20% ein bisschen schneller sein, aber ist kein Problem. Kommen Sie jetzt von der Autobahn direkt? Ja, Ja, eigentlich schon. Aber ich kann mal reingucken ins System, was da dran ist. alles klar. Ja, nur dass ich Bescheid. Jo, danke. Ja, das war ja super. War gerade ein ganz junger, netter Mann, der ist von Tesla und meinte, ob ich irgendein Problem hätte. Also gleich auf mich zugekommen, sage ich, nee, lädt halt nur mit 60 Kilowatt. Ja, meine, ja, er guckt mal ins System, also richtig sympathisch. Gut, das bleibt hier bei 60 Kilowatt, warum auch immer. Vielleicht geht es noch hoch, müsste auf jeden Fall schneller sein. Wir stöpseln den Bruder einmal aus. Okay, dann versuchen wir das mal einfach an einer anderen Säule. Jetzt wollte er ja gar nicht und vorher nur mit 60. Und das ist eigentlich bei 20% Ladung zu langsam. Okay, es wird wieder kommuniziert. Und 30, 40, 50, 70, ja. Und der Kollege von Tesla sagte gerade, an der einen Säule, natürlich genau an der ich stehe, gibt es Probleme. Jetzt sind wir bei 130 Kilowatt. Das ist okay. Dann geht's mal los. Tschüss, kleiner Tesla. Und dann mal schauen, was gibt's denn hier Leckeres? Buffet, Suppe, Salate, Kalbshaxe, Filet vom Rotbarsch, Gemüse. Ach, da kriege ich ja richtig Hunger. Dann schauen wir mal. Grüß Gott. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wunderbar. Und auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Ja, fein. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hänge mal alles ans Stromnetz ran, Akkus laden der Kameras und ein bisschen ausräumen und dann bis gleich. Erkundet, wie gesagt, eine wirklich tolle Stadt, kann ich nur empfehlen. Wer da mal hinfahren will, unbedingt 1-2 Tage. Man hat ganz viel zu sehen. Wirklich eine ganz, ganz tolle und wunderschöne Stadt. Mein Model 3 steht irgendwo da unten mit ungefähr 65% Ladung. Ich mache jetzt Schluss für heute. Ab ins Bettchen. Morgen früh, so gegen 8 Uhr. Geht das Model 3 an den Supercharger. Das ist ja hier direkt auf dem Parkplatz vom Hotel. Ich gehe frühstücken und dann nach einer halben Stunde geht es weiter Richtung Limburg bzw. zum Nürburgring. Also, bis morgen früh. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8 Uhr, jetzt wird geladen und gefrühstückt und dann geht's los. So, Tadam, Supercharger V2. Dann gucken wir mal, was er hier drin sagt. So. Och, bin ich müde. Ja, dann stellen wir noch das Ladelimit ein. Das machen wir mal auf 90 diesmal. 20 Minuten, perfekte Zeit fürs Frühstück. Auf geht's. So, also ich bin noch ziemlich müde. Habe mir jetzt ein kleines Frühstück hier geholt
und das Model 3 lädt hinten am Supercharger. Ich glaube, es war so auf 68%. Ich habe es jetzt so eingestellt, dass es auf 90 lädt. Und dann geht's los nach Limburg. Zwischendurch wird einmal aufgeladen, da ich in Limburg ein bisschen mehr Akkustand haben will, glaube ich so 32 Minuten. Aber das gucken wir gleich. Jetzt wird aber erstmal gefrühstückt. 90% Laden abgeschlossen, dann gehen wir mal in die Navigation und gucken mal Limburg, was er uns da anbietet. Okay, das sind insgesamt bis zum Supercharger 193 Kilometer. Dort kommen wir an mit 27% und laden dann auf 25%. Wahrscheinlich werde ich ein bisschen mehr laden, damit ich da weiterkomme. Es macht einfach Spaß. Es ist einfach ein großer Spaß, mit dem Model 3 zu fahren. Ich muss sagen, der adaptive Autopilot oder der adaptive Tempomat ist wirklich super. Wenn man eine Sekunde mal träumt, es ist irgendwie ein Auto zu nah vorne, bremst da ab, aber auch sehr sanft, ohne dass man irgendwie einen Schreck bekommt. Das System gefällt mir absolut gut. So, wir gucken mal ganz kurz, wie ist denn hier so die Routenplanung? Also erstmal Trips. Da seht ihr Entfernung jetzt gefahren 42 Kilometer, 21 Minuten und haben ungefähr 24,4 Kilowattstunden. Das ist noch recht hoch, das wird sich aber noch einpendeln. Ich fahre so zwischen 130 und 140. Dann gucken wir mal hier in die Planung rein. Das heißt, wir haben jetzt noch 75% im Akku. Das ist gut für 371 Kilometer rein theoretisch. Und wir würden ankommen beim Supercharger in Mücke bei 28%. Völlig ausreichend. Weiß ich auch jetzt schon, das wird ein bisschen hochgehen. Also das ist immer, ja, da ist wahrscheinlich irgendwie noch ein Sicherheitspolster mit drin. Wenn wir uns die Navigation angucken, sind wir um 10:53 Uhr am Supercharger und müssten dort eigentlich nur 5 Minuten laden, damit wir in Limburg, da hole ich ja meinen Freund ab, ankommen mit 25%. Das will ich aber nicht. Ich will in Limburg relativ, ja, vielleicht mit 60-70% ankommen. Also wird in Mücke deutlich mehr geladen. Es macht großen Spaß und ich lasse euch jetzt wieder allein. Ihr lasst mich allein. Ich schalte ab und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann!